The date was October 16th, 1962. Oktober 16? October 16th, Also das war 16. Oktober 1962. Nein, 1962. 16. Oktober 1962 war der Tag. It was the day that they were dedicating their home shrine and living shrine. Es war der Tag, an dem deren Hausheiligtum und lebendiges Heiligtum eingeweiht worden ist. And Father came to accept their dedication. Und Vater hat diese Weihe entgegengenommen. Mrs. Myliner was friends with my mother. Die Frau Milliner war eine Freundin meiner Mutter. And my mother was Catholic by name but not by practice. Meine Mutter war katholisch, aber nicht praktizierend. And Mrs. Myliner thought, oh, if she meets Father, we've got her. Diese Frau Mailänder, jetzt erinnere ich mich an die Frau Mailänder hat gesagt, wenn wir sie zu Vater bringen, dann haben wir es geschafft. So Mrs. Myliner bothered my mother. Also to die Frau convince her to Mailänder come. hat meine Mutter immer wieder angestoßen, immer wieder eingeladen. And so just to get her to shut up, my mom said, okay, fine, I'll go. Und damit sie endlich eine Ruhe gibt, ist meine Mutter dann endlich einmal gekommen. The dedication was during the day, so I was the only one home with my mother. Also die Einweihung war während des Tages und ich war die Einzige, die zu Hause war mit ihrer Mutter. Mit meiner Mutter zu Hause war, die Einzige. We lived about 4 houses away, so it was Wir very haben easy for my mom to nur walk. 5 Häuser entfernt gewohnt. Es war ganz einfach, dorthin zu Fuß zu gehen. But at the time, I was only 1 year old. Zu dem Zeitpunkt war ich ein Jahr alt. So my mother scooped me up and took me along and walked down to the Myliner house. Meine Mutter hat mich gepackt und ist mit mir zum Haus von der Familie Meiliner gegangen. And when she arrived, Als sie angekommen ist, Father was there and she war met Vater schon Father. dort und sie hat Vater getroffen. Father said some words to her, but no one remembers what he said. Vater hat zu ihr einige Worte gesprochen, aber niemand weiß welche. And then Father asked to hold me, and so my mother gave me to him. Und dann hat Vater meine Mutter gefragt, ob er mich halten könne. Und Father then took me to the Myliner home shrine and held me up to the MTA picture. Vater hat mich dann genommen und mit beiden Händen zum Hausheiligtumsbild, zum MTA-Bild hochgehalten. And again, he said some words, but no one remembers. Er hat ein paar Worte gesagt, aber niemand weiß welche. He gave me back to my mother, Er hat mich meiner Mutter zurückgegeben. and poor mom, that was about as much Catholicism as she could take for a day. Und meine So- Mutter war sie hat gezittert. She was very nervous, and so she wanted to leave right away. Und sie wollte gleich wieder weggehen. But Father said, wait, 1 minute, stay here. Vater hat dann aber noch gesagt, nein, eine Minute noch, da bleiben, ich habe noch was. And he sent the sister who was with him, probably Sister Winifred, but we don't know that for a Er fact. hat dann die Marienschwester, die mit ihm war, wahrscheinlich Schwester Winfriede, aber wir wissen das nicht, hat er rausgeschickt. He sent the sister to the car, Er hat sie zum Auto geschickt and she came back with that picture. und sie ist zurückgekommen mit diesem Bild. And so Father gave this picture to my mother, Und Vater hat dieses Bild meiner Mutter gegeben and by the grace of God, she had the und durch inspiration to hang it in our living room. die göttliche Gnade hat sie die Inspiration bekommen, dieses Bild in unserem Wohnzimmer aufzuhängen. So it was Father that gave us the picture. So, es war Vater, der uns das Bild gegeben hat. But there's more. Aber da kommt noch mehr. The Blessed Mother loves to write stories, and this one is... Die Gottesmutter liebt es, Geschichten zu schreiben. So, after this encounter with Mrs. Myliner and Mrs. Fenelon, Nach diesem Zusammentreffen von Frau Melliner und Frau Fenelon Mrs. Fenelon was telling me about her family and all of her beautiful children. hat mir Frau Fenelon von ihrer Familie und von ihren wunderbaren Kindern erzählt. And she mentioned that she had a son named Mark, Und sie hat erwähnt, dass sie einen Sohn namens Mark hat, who attended the same university that I was attending. der auf dieselbe Uni ging wie ich. And she said, you should look him up sometime. Und sie sagt, du solltest ihn einmal sehen. And I said, no way. Und ich habe gesagt, nein, kommt nicht in Frage. I had, at that point, decided that in the fall I would enter the Jesuit Sisters of Mary. So, Zu dem Zeitpunkt hatte ich entschieden, dass ich im Herbst
bei den Schwestern eintreten. So I didn't want anything to do with guys. So, ich wollte nichts mit Männern zu tun haben. But we found each other at the university. Aber wir haben uns auf der Uni gesehen And for as many times as I tried to hide from him, und ich habe versucht, mich vor ihm zu verstecken, literally, wörtlich, buchstäblich, we developed a friendship. haben wir doch eine Freundschaft entwickelt. And I knew that probably I wasn't going to become a sister. Und ich habe doch mir gesagt, wahrscheinlich gehe ich doch nicht zu den Schwestern. The problem now was to tell Father Carlos. Das Problem war aber, wie Pater Carlos das erklären. So, you know, I have to say that, you know, we tell the story lighthearted, but this was, for me, a crisis. Also ich erzähle das jetzt sehr offenherzig, aber es war für mich eine große Krise. Because it shook my whole world. Es hat meine Welt erschüttert. And so it took a great deal of prayer and tears and Es hat viel Gebete und Tränen gebraucht. questioning, Fragen, you know, how can this be? suchen, wie soll das sein, wie soll das werden. But I knew, and so I went to Father Carlos to talk about it. So, ich bin zu Pater Carlos gegangen und habe mit ihm darüber geredet. And very nervous, I sat down to talk to Father, and I said, Father, I don't think I want to be a sister anymore. So, ich habe mich hingesetzt und habe Pater Carlos sehr nervös gesagt, ich glaube, ich werde keine Schwester. And he said, oh? Und er sagte, oh. And I said, well, I think I want to be married. Ich glaube, ich möchte heiraten. And he said, oh? Und And he said, well, who would you marry? wen willst du heiraten? I said, I don't know. It would Ich weiß nicht. probably be somebody like that Mark Fenelon. Wahrscheinlich jemanden so wie Mark Fenelon. He said, oh? And he said, someone like Mark Fenelon or Mark Fenelon. Und er sagte, jemand wie Mark Fenelon oder Mark Fenelon. And so I knew. Und so habe ich gewusst. Obviously, you know the next part of the story, which is, Sie yes, we were kennen married. die nächste, wie die Geschichte weitergegangen ist, haben Sie ja gehört. And the sisters forgave him. Und die Schwestern haben ihn vergeben. I didn't know she wanted to be a sister. Ich habe nicht gewusst, dass sie eine Schwester werden wollte. But then, of course, this picture became our home shrine picture. Und dieses MTA-Bild wurde dann unser Hausheiligtumsbild. Early in our marriage, we moved many times. For different Als wir reasons. jung verheiratet waren, sind wir sehr viel umgezogen, sehr oft umgezogen. So you know how often you move when you actually have a box that's designated just for the home shrine. So, deswegen haben wir eine Bananenschachtel speziell für das Übersiedeln des Hausheiligtums gehabt. So on one of our moves, we were unpacking the home shrine box. Mark was unpacking the home shrine box. Eines Tages haben wir wieder mal, sind wir umgezogen und hat Mark die Bananenschachtel fürs Hausheiligtum ausgepackt. It was pulling out the various items, Und er hat die verschiedenen Dinge des Heiligtums herausgenommen and he pulled out the MTA picture, und er hat auch das MTA-Bild and he herausgezogen. saw that the glass had smashed. Und das Glas und er musste sehen, dass das Glas gebrochen war. And of course, being the emotional person that I am, I went crazy. Und emotional wie ich bin ich gleich ausgeflippt. I was crying and making a huge fuss, and Mark was trying to quiet me down. It's okay, it's okay. Ich hab ein Drama gemacht und Mark hat mich versucht zu beruhigen. So he started taking apart the pieces. So he started taking apart the pieces of glass, and he took the cardboard back off the picture. So, er hat die einzelnen Glasscherben herausgenommen und hat den Rückenkarton herausgenommen. And he took out the actual picture. Und er hat das eigentliche Bild genommen. And he held it up to the light, and he said, "Look, she's not even scratched." Und er hat das Bild in das Licht gehalten und hat gesagt, schau, es ist gar nichts passiert, nichts, kein Kratzer. But only at that moment we saw that Father had signed the back of the picture. In dem Augenblick haben wir gesehen, dass Vater, also Pater Kentenich, da was draufgeschrieben hat.
So before that, of course, because the picture was from Father, we never touched it. We never took it apart. Weil wir wussten, dass das Bild von Vater war, haben wir es nie genau auseinandergenommen oder reingeschaut. And so because of the cardboard on the back, we didn't know the signature was there. Und weil auf der Rückseite ein Karton war, haben wir das nicht, die Unterschrift nicht gesehen. So you can see how the Blessed Mother had to break herself to get us to see that Father had signed her picture. So, Sie sehen jetzt, dass die Gottesmutter ihr Bild zerbrechen lassen musste, damit wir die Unterschrift von Pater Kentenich sehen. Mother takes care, JK, and it's in English. Es heißt, Mutter sorgt, J.K. So now we have the glass so that people can see. Jetzt haben wir da auch auf der Rückseite Glas gemacht, damit man das sehen kann. But it was sometime later, you know, it's a fun story to tell. Es ist eine sehr lustige Geschichte zu erzählen. And do you all know Father Jonathan Niehaus? Kennen Sie Pater Niehaus? It's okay if you don't. He's very much a historian. Er ist He's got it all there. er ist ein Historiker und hat sehr viel im Kopf. So he was here having supper with us, Er kam zum Abendessen and we were laughing about the home shrine picture story. und wir haben über die Geschichte unseres Hausheiligtumsbildes gelacht. And he said to us, "Do you realize that the Meilener home shrine is the first home shrine ever in history to be dedicated?" Und er sagte zu uns, wussten Sie, dass das Hausheiligtum und das Hausheiligtumsbild der Familie Millener das allererste Hausheiligtum ist? So again, one of those epiphany moments Und wieder so ein Augenblick der Epiphanie, der Erscheinung des Herrn. where you see how the pieces fit Wenn man sieht, together. wie die einzelnen Puzzlesteine zusammenpassen. For us, the most interesting part of that Für uns ist der interessanteste Teil dieser Geschichte, is that the Meilener home shrine no longer exists. ist, dass das Hausheiligtum dieser Familie Merlener nicht mehr existiert. And none of the family is Catholic anymore. Und niemand dieser Familie ist mehr katholisch. We haven't seen it, but we heard that one of the couples in the movement was able to locate the picture from that home shrine, but we don't know where the rest of the pieces are. Eine Familie aus der Bewegung hat herausgefunden, wo das Bild ist, aber wo der Rest ist, weiß man nicht mehr. So one night when we were telling this story to a group of young girls from Puerto Rico, Eines Abends, als wir diese Geschichte einer Gruppe von Mädchen aus Puerto Rico erzählten, one of the girls said it best. She had the explanation. hat eines dieser Mädchen eine Erklärung gehabt. So she said, "Mr. and Mrs. Fenelon, then that means that this home shrine is an extension of the original home shrine." Sie hat gesagt, liebe Familie Fenelon, dieses Hausheiligtum ist eine Ausdehnung des allerersten originalen Hausheiligtums. So which impressed upon us then the importance of what we're doing now. Und das zeigt uns die Wichtigkeit, die Bedeutung von dem, was wir hier jetzt machen. It's always bothered me that I don't know what Father said when he held Es me up. stört mich nach wie vor, dass ich nicht weiß, was Vater gesagt hat, als er mich der Gottesmutter geweiht hat. So when I die, that's question number one. Wenn ich sterbe, ist das die erste Frage, die ich ihm stelle. I won't shake Father by the shoulders, but I will be tempted. Ich werde nicht bei den Schultern rütteln, aber ich werde ihm diese Frage stellen. But I was talking about this with Sister Elizabeth, who knew Father when she Ich was habe here. mit Schwester Elisabeth darüber gesprochen, die Vater gut kannte, als er hier lebte. And I was, complaining about not knowing what Father said that day and how Ich habe mich beschwert, dass ich nicht weiß, was Vater damals it just gesagt felt hat. so unfair, And she said, "Margaret, just think about it for a moment." Und sie sagte, Margaret, denke einen Augenblick drüber nach. She said, "Think about
who Father was. Denk drüber nach, wer Vater war. She said, it's impossible that Father would hold a child and not dedicate that child to the Blessed Mother. Es ist unvorstellbar, dass er ein Kind hochhält und es nicht der Gottesmutter weiht. So, knowing who Father was and also knowing what the actions were that he So, performed that day, wenn man ihn kennt und wenn man die Bedeutung einer Weihe kennt, we can't say definitely, but we can assume that Father dedicated me to the Blessed Mother at that moment. dann weiß man zwar nicht mit Sicherheit, aber man kann vermuten, dass er mich der Gottesmutter geweiht hat. So, So. and there's so much that because the story keeps going, and that's what's so interesting. Die Because every Geschichte geht time- weiter und das ist das Spannende. It seems that every time we tell the story, we learn more about Father, and more things come up about him. Jedes Mal, wenn wir diese Geschichte erzählen, kommen neue Dinge hinzu, die wir lernen, die wir erfahren. One of the, I think it was a sister from Mexico who was here. Es war eine Schwester aus Mexiko hier, She said, die sagte, if the picture was in the car and Father didn't know my mother was coming that day, also sie sagte, als Vater kam, wusste er ja nicht, dass meine Mutter kam und er hatte das Bild aber im Auto. who was that picture originally meant for? Für wen war das dann bestimmt, dieses Bild? Because he had signed it already. Weil er es schon unterzeichnet hatte, also eine Widmung draufgeschrieben hatte. So maybe that makes me a thief? So, vielleicht bin ich ein Dieb. But all of these little interesting pieces, how this all develops, and Sister Carol had pointed out also that this is one of the few examples in which Father wrote in English. So, es fügt sich jetzt eines dann ins andere immer mehr. Und es war einer der seltenen Augenblicke, wo Pater Kentenich etwas auf Englisch geschrieben hat. When we tell this story, Wenn wir diese Geschichte erzählen, we like to leave our guests with a challenge. dann wollen wir unsere Gäste nicht ohne eine Herausforderung entlassen. So, when you think about this story, Also, wenn Sie über diese Geschichte nachdenken, I would prefer that you totally forget about me, dann sollen Sie mich ganz vergessen, but that you think of yourself as that child, sondern denken Sie, dass Sie selbst dieses Kind sind. because your story is as important and beautiful as Weil- the story we just Weil told. Ihre Lebensgeschichte so schön und bedeutend ist wie meine. Maybe this is funnier to tell or Vielleicht ist das lustiger zu erzählen has different ideas, but und etwas anders in Details. our Blessed Mother loves to write, and she's writing your story and has been. Aber die Gottesmutter liebt es, ihre Lebensgeschichte zu schreiben. And she has been writing this story since you were born. Und sie hat ihre Lebensgeschichte geschrieben, seit sie geboren wurden. So the challenge is to discover your story. So die Herausforderung für sie ist, ihre Geschichte zu entdecken. And one thing I can guarantee, Und etwas kann ich jedem von Ihnen versprechen, and what I learned from my own life, war, was ich aus meinem eigenen Leben gelernt habe, is that, well, let me tell it this way. ich sage es folgendermaßen. When I think back Wenn ich- about the picture Wenn ich über dieses Bild nachdenke and the moment that Father gave the picture to my mother, und an den Augenblick denke, als Vater dieses Bild meiner Mutter gegeben hat, it's important for you to understand that, ist es für Sie jetzt wichtig zu verstehen, trying to think of a good way, nice way to say, that my mother was a person with many problems. ist, dass meine Mutter ein Mensch mit vielen Problemen war. And
another thing that I have discovered over the years telling the story Etwas anderes, als ich über die Jahre, als ich jetzt diese Geschichte erzähle, herausgefunden habe, ist, it's the realization that Father, my absolute conviction that Father could read hearts. ist die Erkenntnis, dass Vater in Herzen lesen konnte. Because I believe that he could look at my mother and see that very troubled heart. Weil ich die Gewissheit habe, dass mein Vater im Herzen meiner Mutter die Sorgen gelesen hat. There are so many stories of Father giving little gifts, you know, candle or piece of Es candy gibt or a so viele rosary. Geschichten über Vater, wo er Kleinigkeiten, ein Zuckerl, eine Kerze hergeschenkt hat. He could have given my mother anything. Er hätte meiner Mutter alle diese Dinge geben können. But what did he give her? Aber was hat er ihr gegeben? He sent the blessed Mother herself Er hat ihr die Gottesmutter selbst with my mother. selbst zu ihr nach Hause geschickt. And I am convinced that he did that for me. Und ich bin überzeugt, dass er das für mich getan hat. He saw that the child needed a real mother. Er sah, dass das Kind eine echte Mutter brauchte. And that prophecy of fathers Und diese vorsehungsgläubige Sicht Vaters has truly been fulfilled. wurde wirklich erfüllt And it will be fulfilled in your life. und wird in ihrem Leben auch erfüllt werden. With your story. Mit ihrer Geschichte. Because once Father holds you, Weil wenn ein Vater sie einmal hält, he never lets you go. dann lässt er sie nie mehr wieder los. Wow.